Hier, 100 Euro, wenn du den nimmst. Einmal schießen und einmal schicken. Gegründet sind wir 1986, im Februar 1986. Seid ihr zum ersten Mal hier? Nee, nein. Jahrzehnte. Aha. Wie bitte? Was ist das für ein Gericht? Currywurst Pommes ist es. Das ist die große Curry. Da vorne ist ja auch die kleine. Also eine große mit Pommes, ja? Wie bitte? Eine große Currywurst mit Pommes. Yes. Was kommt drauf? Scharfe Soße, die Hot Sauce. Mit der großen Curry in der Kombination schmeckt sie super gut. Das ist bestimmt selbst gemacht, oder? Das meiste bei uns ist selbst gemacht. Aber ich finde die Soße hier am besten. Ja, jetzt mich ja mal so als Ja. Currywurst-Fanatiker hier einmal auf deine Kamera. Ja. Herzlichen Dank. So vielen Dank. Und Frikadelle komme ich gleich. Ja. Wie oft seid ihr hier? Wie oft? Jeden Tag? Jeden Tag? Circa, ja. Jeden Tag. Jeden Tag. Und, Ja, zu oft. Was bestellt ihr meistens? Aperol und Pommes. Ja. Und ein Burger. Oder ein Burger. Burger Pommes. Curry auch? Nicht so oft, nee. Nicht so oft, nee. Aber sie ist lecker. Wenn wir sie bestellen, ja. Ist es immer. Also euer Favorit ist Burger? Pommes. Burger, Und ein Aperol. Ja. Okay. Ja, Aperol ist abends, oder? Ja. Nee. Okay. Mal abends, mal nicht abends. Es kommt hier eine Beilage. Was für Soße? Das ist die hausgemachte Remoulade, das ist ein normaler Ketchup. Hallo Patrick, Hallo. ich grüße dich.
Ja. Hi. Hi. Ja, ich würde gerne natürlich über euren Imbissladen, das ist einer der bekanntesten meiner Sicht nach in Hamburg, gerne etwas wissen, also die Geschichte. Ja, also gegründet sind wir 1986, im Februar 1986. Ich bin zufälligerweise im Juni 1986 geboren, das heißt zur Gründung des Imbiss oder zur Entstehung des Imbiss war meine Mutter zu der Zeit hochschwanger. Und die Geschichte ist so, dass wir immer schon eng verwoben miteinander waren. Das heißt, während des Einkaufes zum Beispiel, als mein Vater einen großen Einkauf gemacht hat für den Imbiss, damals alle möglichen Waren herangeschafft hat, haben die Venen meiner Mutter eingesetzt und so hat sich das dann miteinander verbunden, sodass wir immer schon eine Geschichte waren. Und zu der Zeit war es noch so, dass der Imbiss noch nicht alleine da war, sondern es war noch zum Teil ein Blumenladen, weil vor dem Imbiss gab es ja nur den Blumenladen. Und meine Eltern haben damals das so gemacht, dass sie beides gleichzeitig gemacht haben, was ja heute undenkbar wäre. Alleine aus hygienischen Gründen könnte man heute einen Blumenladen niemals gleichzeitig mit einem Imbiss im selben Raum anbieten. Das geht ja heute gar nicht mehr. Du kannst Blumen auf den Tisch stellen, aber du kannst keine Blumen verkaufen. So, und irgendwann war das dann so weit, dass sie gemerkt haben, dass der Blumenladen zu der Zeit leider nicht mehr so lief, wie es sollte und der Imbiss immer mehr gewachsen ist. Und im Laufe der Jahre haben sie dann, oder im Laufe der Monate oder der ersten 2 Jahre haben sie dann gemerkt, okay, lass uns den Blumenladen lieber einstellen und daraus den Imbiss nur noch machen. Dann gab es die ersten Umbauten und alles und dann ging das eben los. Wie kann man sich das vorstellen, dass man das hier erstmal Gerichte, Speisen gehabt hat? Genau, also nur mal zur Erklärung, wie damals die Aufteilung war. Das war früher dieser Pfeiler, den wir hier haben. Das ist das einzige im Grunde genommen, was in diesem Geschäft immer schon da war. Weil das natürlich eine tragende Säule ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der war früher in einem Zwischengang, der hier vorne geendet hat. Und der war früher, war die Brachfläche, die ganze Brachfläche war früher hier auf dieser Seite. Die Tür war auch schon immer da. Hier war ein Spielautomat in der Ecke. Und bis hier vorne war der Tresen. Und da vorne, der Teil, ab hier rüber, bis zur Mitte vom Fenster auf der anderen Seite, war früher der Kundenbereich. Und das war alles. Mehr war das nicht. So, und da gab es natürlich die Toiletten, die damals noch dran waren. Also ging der eigentliche Laden ging bis hier, mit Toiletten und alles ging quasi bis hier hinten. Gehen wir hier rüber einmal. Ging bis hier hinten durch und das war's. Mehr war das nicht. Nur so eine kleine Ecke. Das waren vielleicht 20, 15 Quadratmeter oder 15, 20 Quadratmeter reine Gastfläche. Mehr war das nicht. Und beim ersten ganz großen Umbau damals, der erfolgt ist, als dieser Tresen dazukommt, beim richtig großen Umbau, ist dieser ganze Teil, den wir heute sehen, ist damals dazugekommen. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber das war damals so der große Aufhänger. Da hat mein Vater auch eine riesen Öffnung gemacht und das war, ich weiß noch, ich war als Kind, bin ich hier rumgelaufen, da ist mein Opa mit hier rumgelaufen und hat noch handwerklich auch viel mitgeholfen. Und da haben sie den Laden so zum Teil abgehangen, zum Teil mit Folie abgehangen, sodass der Betrieb wirklich weiterlaufen konnte, irgendwie noch der Verkauf funktionieren konnte und gleichzeitig haben sie im Hintergrund gebaut. Ein Wahnsinn. Heute würde man das gar nicht mehr machen, also das könnte man auch gar nicht machen, aber anders war es eben nicht möglich. Und so haben meine Eltern und mein Vater damals vor allen Dingen, weil meine Mutter natürlich auch hinterm Tresen und mein Vater im handwerklichen Bereich den Laden immer weiter erweitert. Und bis er jetzt eben diese Größe hat, die Größe und die Art hat, die er jetzt hat. Die letzte größere Umbau, den wir hatten, war dieser Tresen. Den haben wir mal irgendwann, diese ganze Tresenfläche, die haben wir vor ungefähr 10 Jahren, oder nicht mal ganz 10 Jahren, haben wir die erweitert. Früher hatten wir so ein ganz klassisch diese gebogenen Scheiben, die man früher so hatte, die jeder Betrieb früher hatte. Die waren ja damals modern in den 90ern und die wurden dann jetzt ausgetauscht vor ein paar Jahren gegen dieses gerade Glasdesign, dieses etwas kantigere, einen etwas moderneren Touch hat. Ja. Und die Speisen, weißt du vielleicht, wie das am Anfang war? Wie das Menü war? Also am Anfang fing es ganz klassisch an mit was ist anders. So Hamburger und sowas, alles waren zu der Zeit, oder Burger im Allgemeinen war zu der Zeit noch gar nicht so der große Renner. Das ist ja erst im Laufe der letzten Jahre alles so passiert. Und damals war eben so die ersten Pommes und so. Und ich kann mich noch erinnern, dass meine Mutter immer gerne die Geschichte erzählt. Ihre erste Currywurst, die sie hatten, die waren damals noch in so eine Kunstfolie eingepackt. Die
sind nochmal alle extra, ein Wahnsinn heute an Verpackungsmüll, waren damals alle einzeln nochmal eingepackt. Also die sind einmal in der Packung drin gewesen und dann nochmal einzeln alle foliert gewesen. Und der erste Gast dachte, die Wurst wäre eigentlich lecker, aber es ist ein bisschen zäh. So, und dann hat er auch wie ein Wahnsinniger mit dem Messer auf der Wurst rumgeritten, bis sie festgestellt hatten, dass die Wurst zwar gar war, aber nicht gebraten worden ist, weil sie die ganze Zeit in so einer dicken Schutzfolie drin war. Sie wurde gegart, nicht gebraten. Und das war der Wahnsinn. Oder seitdem, das ist so ein Lacher gewesen. Es war jahrelang, hatten sie die extra gepackt gehabt, da mussten sie dann oben immer die einschneiden und die Wurst, die ja nochmal in einer Wurstpelle drin ist, nochmal foliert gewesen. Das ist ein Wahnsinn gewesen früher. Ja, war das 90er? Das war in den 90ern. Ja. Das heißt, die war fertig und dann... Die waren fertig, die Wurst wurde verpackt, so wie man es kennt, in Darm, hier heutzutage ist das ja alles Kunstdarm, in Darm gepackt und dann wurde nochmal eine Folie drüber gemacht. Ach, warum? Weiß ich nicht, aber heutzutage völlig undenkbar. Und die musste man abziehen? Die musste man abziehen und das wussten meine Eltern bei der allerersten Wurst wussten sie das nicht und haben den Gast da wie einen Wahnsinnigen auf dem Ding rumreiten lassen. Aber die Currywurst schmeckt am besten in Hamburg, oder? Das sowieso. Sowieso. Ich treffe sogar Berliner, die sagen, ja, bei euch schmeckt es wirklich. Ja, also, wobei das natürlich immer so, das ist ja immer so ein ewiger Kampf. Natürlich sage ich als Hamburger, als leidenschaftlicher Hamburger sage ich das, dass die Hamburger, alles was in Hamburg ist und aus Hamburg kommt, ist am besten. Ja. Und gar nicht überreden, was ist Berlin und wo ist das überhaupt. Aber so, jetzt habe ich glaube ich alle getriggert, die wir triggern. Ach nein. Und genau, Spaß muss sein auch. Genau. Nur mal zurück zum den Bogen zu spannen, dann ging es ja weiter, so das Thema Hähnchen war damals ja auch noch, so die halben Hähnchen, so war ein ganz großes Thema. Das haben wir bis vor 2 Jahren hatten wir auch noch Hähnchen groß mit angeboten, das heißt groß, also Hähnchen mit angeboten, damals noch mit richtig Werbeflyern überall im Stadtteil verteilt. Grillhähnchen. Grillhähnchen, genau, Hähnchen. Gegrillte Hähnchen, genau. Da hatten wir damals hier, wo wir jetzt so anfangen, eine vegane Ecke einzubauen für extra vegane Produkte, wo jetzt erstmal nur Bratflächen und später eine Bratfläche noch richtig hinkommen soll, wo wir jetzt nur diese Kochflächen haben, war früher hier, das gesamte Teil war ein einziger großer Hähnchen. Und das ging, wie gesagt, in den 90ern war natürlich das der große Kicker und wir haben immer noch viele, gerade ältere Gäste, die das immer noch gerne mögen, die immer noch gerne Hähnchen haben wollen würden. Aber es war so, dass vor 2 Jahren die Preise für Hühnchen im Allgemeinen, für Geflügel, so dermaßen gestiegen ist, dass wir mit unseren, weil wir einfach auch nicht mehr die großen Abnehmer waren, wir haben die Hähnchen irgendwann so ein bisschen als Service betrachtet, also so ein bisschen so an den Gast einen Service bieten. Und wir haben damit eben aufgehört, große Gewinne zu machen. Und dann war das irgendwann so, dass das so teuer war, dass wir gesagt haben, komm, wir müssten jetzt das halbe Hühnchen auf knapp 10 Euro hochheben, den Preis. Und dann haben wir gesagt, dann stellen wir es lieber ganz ein. Weil bei 10 Euro das Hähnchen, irgendwo ist das ja auch kein Verhältnis mehr. Ne? Wer soll denn das noch bezahlen? Für ein halbes Hähnchen, nicht mal für ein ganzes, für ein halbes. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir stellen das ganz ein. Dann hatten wir inzwischen einen Kuchentresen hier gehabt, wo wir Kuchentresen aufgestellt haben. Und genau. Jetzt haben wir da eben, weil wir immer mehr vegane Produkte einbauen, haben wir eben jetzt eine Ecke oder schaffen wir uns da jetzt eine Ecke, wo wir speziell getrennt vom Rest des Ladens vegane Produkte herstellen können oder Speisen, vegane Speisen herstellen können, damit das eben nicht in Kontakt mit Fleisch kommt. Wie sieht das Menü heutzutage aus? Die Auswahl? Ja, die Auswahl ist also primär natürlich immer noch sehr fleischlich. Also wir haben natürlich sehr viel Fleisch, dann haben wir natürlich sehr viel auch einige vegetarische, auch einige neue vegane Alternativen zugebaut. Und im Verhältnis zu früher hat sich das vor allen Dingen so entwickelt, dass natürlich früher war so klassisch Pommes ist natürlich immer ein Renner, aber jetzt gibt es mittlerweile verschiedene Arten von Pommes, also verschiedene Formen. Wir haben so eine Art Chips zum Beispiel jetzt mittlerweile, dann haben wir so eine dickeren Pommes, so eine Steak Fries nennen die sich, einfach dann klassisch Kartoffelecken. Und dann ist das irgendwann übergegangen von Hühnchen und sowas alles und Geflügelprodukte oder vor allen Dingen halt Hähnchen. Und Wurst ist es immer ein Übergang zu Burgern und mittlerweile ist es ja, gehört es ja zum guten Imbisston, dass man möglichst viele gute oder verschiedene Burger-Variationen haben und das haben wir ja auch. Wir haben vom ganz einfachen Hamburger Cheeseburger über Double Cheeseburger über einen Burger mit 180 Gramm Fleisch drauf, also das ist eine Maulsperre. Die kann man bei uns auch noch frei belegen. Wir haben auch, neulich habe ich jemanden gesehen, der hat sich einen Schwibbelburger gebaut aus 3x125 Gramm Fleisch
mit Käse drauf, mit Ei drauf, mit Bacon drauf. Ich weiß gar nicht, wie er das gegessen hat. Das war so ein Teil. Hier bei euch? War Wahnsinn. Ja, hier bei uns. Du kannst das wir haben natürlich fest vorgegebene Produkte, die du natürlich so bestellen kannst, wie sie da sind. Aber wir scheuen uns nicht davor, eigene oder wenn du eigene Wünsche hast, die auch umzusetzen. Wenn wir es haben und machen können, dann machen wir es auch. Ja, ein paar habe ich noch. Das sind jetzt in dem Falle die hier. Das sind die 125er Patties. Etwas größer. Was ist das jetzt? Das ist Fett. Das ist Fett, damit die Burger stabiler von jeder Seite angegart werden. So. Dann besorgen wir uns Handschuhe. Das werden jetzt Burger gemacht, ja? Das sind die Gemüsepatties. Die sind für die Gemüsefrikadellen oder die Veggie-Burger. Das sind die hier. Und davon machen wir jetzt welche. Okay. Yes. Yes, we can. Yes, we can. Dann besorgen wir uns erstmal so ein Teil. Ich hier die beiden letzten noch mal mit drauf bekommen. Und so sieht das Ganze aus dann. Ja. Die Türken ungeschlagen mit 16 Minuten, 14 Meter. Die haben 40 Jahre getan. Oh. Diesmal hat's geklappt. Geröstete Zwiebel. Wie bitte? Geröstete Zwiebel. Genau. Zack, und das ist der fertige Veggie Burger. One moment. Natürlich in den Jahren habt ihr auch eigene Lieferanten, Fleischer, die extra für euch zum Beispiel die Curry anfertigt, also Wurst anfertigt, Burger anfertigt. Ja, nein. Also nicht so richtig. Also wir haben das in Thailand mal versucht mit einem regionalen Wurstfabrikanten. Aber der hat das Problem immer gehabt, dass die Qualität sehr schwankend war. Wir haben dann teilweise das Problem gehabt, dass uns die Würste vor der Nase explodiert sind. Wir haben da zwischendurch mal so eine Meterwurst eingebaut gehabt, die war wirklich, also einen halben Meter war die eigentlich nur. Die hieß aber immer Meterwurst. Und ein halber Meter ist auch schon riesig. Und die haben wir dort eingebaut und das war sehr lecker, aber die Qualität war eben sehr schwankend und deswegen sind wir dann eben zu unserem Großlieferanten einfach übergegangen, der uns immer gleichbleibende Qualität, für gleichbleibende Qualität sorgt. Wobei wir natürlich nicht abgeneigt sind, wie jetzt bei Raging Pig Company, einfach auch regionale Hersteller komplett zu fördern und mit einzubinden. Wenn die ein gutes Produkt bieten und auch eine gleichbleibende Qualität, bauen wir sie natürlich auch mit ein. So beziehen wir zum Beispiel auch unsere Salate von einem regionalen Händler, der die auch aus regional, natürlich einige Sachen gehen nur
international oder europaweit, aber grundsätzlich versuchen wir natürlich die heimische Wirtschaft natürlich ein bisschen zu stärken. Wie kann man sich das vorstellen? Dass man gibt zum Beispiel regionalen Fleisch eigene Rezepte weiter? Nicht Rezepte, sondern so eine Mischung von... Die Fleischer haben wir nicht. Man muss sich das so vorstellen, dass die Hersteller von den Produkten zu uns kommen und uns ein Produkt anbieten. Zum Beispiel. Die sagen, komm, ich habe hier wie bei der veganen Wurst zum Beispiel, wir haben eine leckere Wurst, möchtest du die mal probieren? Und dann kommen wir an und sagen, okay, ist lecker, wir nehmen die. Und so passiert das. Wir gehen nicht irgendwo hin und alles und holen uns dann das Fleisch oder sowas oder geben denen irgendwelche Rezepte oder irgendwas. Das stimmt, das machen wir nicht. Sondern sie kommen zu uns mit Produkten und fragen uns, ob wir Interesse haben. Oder zum Beispiel, wir gehen auf eine Messe wie die Tanorga, gehen wir darauf und gucken uns an, was gibt es Neues. Oft der interessanteste Teil finde ich immer so diese Indie-Abteilung oder Startup-Abteilung, wo neue Produkte dann immer oder auch neue Hersteller dann immer sind. Finde ich immer besonders spannend. Und da kann man oft dann spannende Produkte finden, die man dann einbaut oder eben nicht. Ne? Also die großen Soßen machen wir alle hausgemacht. Wir haben natürlich unseren Snack-Ketchup und unseren normalen Ketchup und Curry-Ketchup und Mayonnaise. Das lassen wir uns anliefern, aber wir haben zum Beispiel eine sehr leckere hausgemachte scharfe Soße. Die wird bei uns sehr gern genommen. Das brauchen wir wirklich also literweise in der Woche. Oder wir haben eine eigene Hamburger Soße, unsere hausgemachte Remoulade, unser American Dressing, also selbstgemachtes American Dressing. Solche Sachen werden eben, ne? Oder auch so jetzt da sind wir im Experimentieren, auch vegetarische bzw. vegane Alternativen einzubauen. So. Welche Burger erst? 2 Cheeseburger, das ist auch ein Cheeseburger. Das ist der Egg Bacon Burger. Jetzt kommt Bacon raus. Ja. Jetzt kommen 2 Scheiben Bacon raus. Jetzt kommen 2 Scheiben Bacon raus. Weißt du, wir laufen hier kein Schaulauf, nicht der Arbeit. Hauswasser rein. Ich freue mich auf Feierabend. Das hast du jetzt schon zum dritten. Das hast du jetzt schon zum dritten Mal gesagt, mein Lieber. Und du, hast du schon bestellt? 2 Cheeseburger und Pommes. Ja. Das dauert mal ein bisschen länger bei Ihnen. Ach so, wieso flexst du so? Beide nimmt ihr? Hast du das verdient? Wie war dein Zeugnis, Schatz? Gut? Ja. Super, alles drauf. Ja. Komm her, Engelchen. Dankeschön. Bitte schön, Mama muss noch warten, ne? Du bist doch so schon berühmt, Schatzi. Ich? Du bist doch so schon berühmt. Bitte schön. Cheeseburger zum Mitnehmen? Genau, zum Mitnehmen ist das Ganze. Hast du mir jetzt 2 Brötchen reingeschnitten oder nur 1? 2. Bist du dir sicher? Ich bin mir... Wie bitte? Cheeseburger ist ohne Ketchup. Doch, drunter kommt das Ketchup. Beim Brötchen. Also ich will nur 1. Gleich kommt vielleicht das nächste. Gleich.
Also bis eben lief alles gut, jetzt weiß ich nicht. Weißt du, wenn Frauen kommen ins Spiel, dann Ja, da kommt was. macht das Leben ganz schrecklich. Wird schwieriger. Ja, Kann ich mit und nicht ohne. genau. Schön gesagt. Man kann nicht mit und nicht ohne. Ja, nee. Ja und? Ich warte nur bis... Ja und? Einmal schießen und einmal schicken. Und Sie sind hier seit 17 Jahren. Viel erlebt bestimmt auch hier. Sehr viel. Wie bitte? Sehr viel erlebt hier. Ja. Sehr viel gesehen. So die Größe mit Klimaanlage und so weiter. Gut, weil hätte jetzt ein paar PS mehr machen können und Spaß haben. Für 2 Tage. Hi, was hättest du denn? Ich habe schon bestellt, ich wollte nur gucken. Ja, das dauert bei Ihnen ein bisschen länger, wenn du bei ihm bestellt hast. Ja, dann bestell mal bei ihr. Sie hat ja schon bestellt. Bestell mal bei ihr. Was soll ich denn machen? Sag mir, ich hole gerade Brötchen raus. Was soll ich machen? Soll ich zaubern? Nein. Ja, dann mach Gar du keinen fertig. Stress aufbauen. Ich wollte Gar kein Stress, hör auf. Ja, guck mal. Ich kann kaum laufen, weißt du? Sieh mal zu. Hier. Hättest du mal früher schmeißen müssen. Ja, Ich schmeiß die so, dass die noch warm sind, während ich das servieren kann, weißt du? Und ihr schmeißt das immer vorher rein. Und dann sind die Brötchen ganz schön wie Steine, weißt du, und kalt. Und ich schmeiß die immer so zur richtiger Zeit rein. Kühle Brötchen schmeißen, sind sie wie Steine und kalt. Ja, und deshalb... Also kalt werden sie auch, wenn du sie zu lange auf dem Teller liegen lässt und das Fleisch erst auf 5 Minuten. Wir sind im Grunde genommen, sagen wir immer ganz gerne, wir sind zwischen Schanze und Kiez. Ja. Das ist das, was wir sagen. Das ist St. Pauli, Ja. aber wir sind zwischen Schanze und Kiez. Wir sind genau diese Zwischenstraße, wenn die Leute zum Beispiel abends diese Party-People unterwegs sind, die zum Beispiel in der Schanze unterwegs sind. Wenn die Schanze um 12 Uhr schließt, weil die sind ja leider, oder um 11 Uhr teilweise, die sind ja leider vor Jahren schon sehr verdonnert worden dazu, das zu schließen. Wandern diese Massen oder diese Mengen oft immer zum Kiez rüber, und das ist diese Straße, die Wobelstraße ist die Straße, durch die man eigentlich immer geht, wenn man zum Kiez dann rüber möchte. Unsere Öffnungszeit ist die kürzeste Öffnungszeit, die wir haben, also Schließungszeit, die wir haben, ist bis 2 Uhr. Das ist am Sonntag. Das ist der Sonntag. Freitag und Samstag haben wir bis 5 Uhr morgens auf und ansonsten jeden anderen Tag der Woche bis 3 Uhr. Plus, minus, also nicht minus, aber plus auch manchmal bis zu einer Stunde. Es gibt auch Leute oder Gäste, die haben bis 6 Uhr hier sitzen. Ja. Dann machen wir um 9 schon wieder auf. Was ich für den Eisladen ja selber gemacht habe, zum Beispiel, den wir nebenan mal hatten, über 10 Jahre, ist das so, dass ich da selber über 10 Jahre hinterm Tresen stand am Freitagabend. Ja. Und da haben wir, selbst im Eisladen haben wir früher bis 2 Uhr nachts oder 3 Uhr nachts aufgehabt. Also wir haben für den Eisladen extrem lange aufgehabt und da habe ich Geschichten erlebt. Das ist Wahnsinn. Und alle möglichen, von Beziehungszusammenkünften über Trennungen, Ehestreits, frische Scheidungen, frisch Verliebte, mein eigener Heiratsantrag an meine Frau, die ich mitten im Eisladen gemacht habe, wo ich meine Frau auch kennengelernt habe, als Kundin zum Beispiel. Ne, so eine Sachen, ist alles wirklich Wahnsinn. Dieser ganze Laden, sowohl dieser Laden als auch damals der Eisladen, die atmen einfach Geschichte. Ich meine, den Imbiss gibt es jetzt fast 40 Jahre. In 1,5 Jahren ist der Imbiss genau 40 Jahre alt. Das ist auch der Zeitpunkt, wo sich meine Eltern endgültig zurückziehen werden. Weil sie Also einfach, Sie sind noch tätig. die sind noch tätig, aber wir haben sie so weit zurückgezogen, sie haben sich so weit zurückgezogen, dass sie nach über 40 Jahren Tätigkeit als Selbstständige und mit im Schnitt 100 Stunden Arbeit in der Woche haben sie sich einfach ein bisschen Auszeit verdient. So, Ja. sie sind jetzt beide Anfang Mitte 60 und so langsam reicht's. Ja. Dadurch, dass wir nachrücken und das auch nachrücken wollten, haben wir gesagt gehabt, so komm, wir gönnen euch jetzt schon die Auszeit, wir brauchen euch immer noch ein bisschen so nebenbei als Helfer, als Springer und alles, weil mein Vater hat diesen Laden erschaffen und gebaut. Vieles, was er gemacht hat, hat er früher mit seinen Arbeiten, mit seinem Geschick gemacht und der Laden ist um ihn herum gewachsen. Und davon verstehe ich einfach vieles manchmal einfach nicht, weil das einfach so eine gewachsene Struktur ist. Wenn man in eine gewachsene Struktur reinkommt, musst du das erstmal lernen. Und es ist viel leichter, etwas neu aufzubauen, im Verhältnis leichter, als
nicht diesen Laden, diesen Stand zu erreichen, aber etwas neu aufzubauen, ist leichter, als in eine gewachsene Struktur reinzukommen. Weil das so komplex ist, das Thema. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass jeder einfach sich hinstellt und einen Imbiss aufmacht und dann läuft das gleich. Das war von meinen Eltern auch nie geplant, dass das so war. Es war eine glückliche Entwicklung. Es war nie darauf abgezielt. Sie haben immer gearbeitet, konstant gearbeitet. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht. Und die Leute haben das dann irgendwann so als ihr Wohnzimmer angesehen und sind täglich gekommen. Wir haben hier Kinder, die so, oder junge Leute, die teilweise jetzt, die früher jung waren, die mit ihren Enkelkindern teilweise die aufgewachsen sind. Ja, aufgewachsen genau, sind. Die hier aufgewachsen sind, die hier alt geworden sind, die hier Familie, Freunde gefunden haben, eine Familie gegründet haben, dann teilweise gar nicht mehr hier wohnen, weil es einfach eine Zeit lang dieses Viertel nicht sehr familiär war. Hat sich zum Glück mittlerweile geändert wieder, dass dieses ganze Viertel sehr viel familiärer geworden ist und man hier gut auch als Familie leben kann. Dein Vater kommt ja aus einem anderen Beruf. Was hat er in einem anderen Beruf gelernt? Wie wir alle. Genau. Und hat er dir erzählt, wie er auf die Idee kam, einen Imbiss? Das war ein Traum von ihm. Also er ist gelernter Maschinenschlosser, bei MAN früher gewesen in der Schiffswerft. Und in Hamburg? In Hamburg, ja genau. Und hat früher in den dicken Containerschiffen und alles unten in den Öltanks gelegen und hat die Maschinen repariert. Und das ist so sein Ding gewesen. Also er war immer schon handwerklich sehr begabt und hat alles hier in diesem Laden, hat er, bis auf natürlich diese ganzen Möbel und so, hat er alles sonst selber gebaut hier. Und genau, und so kam er eben als Gedanke und hat meine Mutter kennengelernt, damals, die als Floristin hier tätig war, und die Chefin damals wollte aufhören. Mit dem Betrieb, war auch schon im Rentenalter. Und meine Mutter wollte den Laden nicht weiterführen und mein Vater hat gesagt, komm, lass uns zusammen den Laden führen, dann machen wir zusammen. Und so ist mein Vater dann vom MAN-Schlosser Stück für Stück zum Floristen geworden und hat die Floristikbranche... Durch deine Mutter? Also. Durch meine Mutter, genau, Ja. die gelernte Floristin ist. Hat er in die Floristikbranche reingegangen und irgendwann hat er den Rabbel gekriegt. Damals war das hier noch gar nicht, gab es hier noch kaum einen Imbiss. Damals hat er die Idee gehabt, er wollte gegenüber haben wir einen Spielplatz und davor ist eine große freie Fläche, die ist schon seit 40 Jahren, 50 Jahre so oder noch länger. Und da wollte er früher einen Imbisswagen hinstellen. Das wurde ihm nicht genehmigt. Und dann hat er gedacht, gut, dann versuche ich es anders. Und damals hat er gesagt, dann mache ich hier in den Laden, integriere ich das mit ein und trenne das so ab. Das wurde witzigerweise genehmigt. Heutzutage, wie gesagt, wird das nicht mehr genehmigt werden. Was denn nochmal? Eine Genehmigung für einen Blumenladen gleichzeitig mit einem Imbiss, ohne eine räumliche Trennung. Man muss sich das wirklich vorstellen, du hast eine Wurst gekauft gehabt und hast danach direkt die Blumen in der Hand gehabt. Okay. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja völlig undenkbar, heute sowas zu machen. Aber so war das damals. Ja. Weil mein Vater immer schon den Wunsch hatte, sowas zu machen. Haben dann deine Eltern nicht sich geneigt, dass du eine Ausbildung im Gastrobereich machst? Naja, meine Eltern hatten immer die Idee gehabt, dass ich meinen eigenen Beruf mache. Ich habe früher als kleiner Junge, das kann ich immer sagen, habe ich immer gesagt gehabt, weil ich immer gesehen habe, was meine Eltern das kostet und wie viel Aufwand das ist, habe ich immer gesagt gehabt, ich möchte mit diesem Laden nichts zu tun haben, weil das wahnsinnig viel Arbeit ist und ich gesehen habe, wie wenig Zeit sie für mich hatten. So. Ich bin kein Schlüsselkind oder so gewesen, ich habe eine wundervolle Kindheit gehabt, aber ich hätte gerne mehr Zeit mit meiner Familie gehabt, dafür habe ich andere Sachen gehabt. So. Ist auch alles gut. Ich habe viel Zeit mit meinen Großeltern damals verbracht. So war die Zeit damals. Und ich wollte damals nie in den Laden mit reinkommen und sie haben mich einfach so Stück für Stück dann integriert. Beziehungsweise ich habe mich dann selber irgendwann integriert. Wie gesagt, nach meiner Ausbildung ging es meinem Vater ja zum Beispiel unglaublich schlecht. Und da habe ich gesagt, ja komm, ich helfe euch. Ich steige mit ein. Ich steige voll mit ein, um euch zu entlasten. Und so bin ich dann eben auch komplett zum Beispiel in den Betrieb aufgegangen. Und deine Frau auch? Ja, meine Frau habe ich damals hier kennengelernt, also nicht hier, sondern im Eisladen kennengelernt. Im ersten halben Jahr war sie als normale Kundin bei mir immer wieder und ich kann mich noch erinnern, dass ich ihr damals ganz stolz meine neue Eiskarte vorgestellt habe. Eine Eiskarte? Eine Eiskarte. Wir hatten früher nie eine Eiskarte mit Eisbechern und die habe ich ihr ganz stolz präsentiert und gezeigt. Und sie hat mir so im Nachgang gesagt, sie mag sowieso keine Eisbecher. Sie hat gerne mal eine Kugel Eis gegessen, aber Eisbecher. Und sie hat mir einfach nur zugehört, weil sie mich interessant fand. Und so habe ich sie kennengelernt und dann hat sie mich irgendwann auf ein Getränk in meinem eigenen Laden eingeladen und kam dann irgendwann immer mehr zu Besuch mal.
Und relativ zügig hat sich dann daraus was ergeben. Und nachdem wir dann das erste Mal fest zusammen waren oder nachdem wir gemerkt haben, dass wir jetzt ein Paar sind, das war wie gesagt im ersten halben Jahr noch, habe ich sie dann nach 2 Monaten gefragt, ob sie mich heiraten möchte. Nach 2 Monaten? Ja. Wir sind jetzt mittlerweile... Ziemlich schnell. Ja. Ja, aber... Ja. Ja, wir sind jetzt 9 Jahre verheiratet und Man- sind knapp 14 Jahre zusammen. Ja, man sagt das, solche Zahlen sagen nie etwas aus. Nein, Wenn man das nein, schnell oder man Wenn kann du- auch 10 Jahre zusammen sein, einen Heiratsantrag machen und nach 2 Monaten sich scheiden Wenn lassen. du Genau. merkst, also für mich war es so damals und ich glaube für sie war es genauso, war es damals so der Moment, du merkst, wenn es sehr richtig ist. So, es gab so eine Unterhaltung bei uns, wir haben uns unterhalten einfach mal über Hochzeiten und sowas alles und allgemein. Hochzeiten? Allgemein über Allgemein. Heiraten, weil Freunde von uns geheiratet hatten und sowas alles oder Bekannte und sowas alles und immer wieder das Thema mit anderen Leuten, die schon 10 Jahre zusammen sind und nicht geheiratet haben. Und dann sagte sie mal zu mir so einen Nebensatz, ja, ich könnte mir nicht vorstellen, ich konnte mir nicht vorstellen, jemals zu heiraten bis jetzt. Ach. Und das war für mich so der Moment, wo ich dachte, alles klar. Jetzt Bis jetzt konntest du es dir nicht vorstellen. Mit Nee. mir kannst du es dir also vorstellen. Ja. Und dann war für mich schon, dann fing ich an Pläne zu schmieden alles und habe den Eisland damals nicht umgebaut, aber geschlossen gehabt, zum Beispiel für einen Freitag lang. Bin geschlossen, habe unsere ganzen Freunde eingeladen, alle, die ich kannte und alle Bekannten und Freunde habe ich eingeladen und habe ihr dann in einem Aufbahn von 100 Rosen habe ich dann aufgestellt, mit 50 Kerzen zu einem Herz geformt, habe ich in der Mitte dann gestanden oder gekniet und habe sie dann gefragt, ob sie mich heiraten möchte. So Ja. war unsere Romantisch. Geschichte. Ja. Das stimmt. Und das Witzige ist, dass wenn man jetzt nochmal den Bogen mal umspannt, wieder von der Kennenlerngeschichte zu den Ausbildungen oder was wir früher gemacht haben, alle, ist sie die einzige bei uns in der Familie, die eine gastronomische Ausbildung hat. Deine Ehefrau? Genau, meine Frau. Ist die einzige, die eine gastronomische Ausbildung hat. Sie ist gelernte Kellnerin, also sie ist auch Kellnerin früher gewesen. Und sie ist die einzige, die auch mehrfache Ausbildung hat, auch alles in der Gastronomie. Die ist jetzt auch mit dir hier tätig. Genau, sie ersetzt so ein bisschen meine Mutter. Meine Mutter war früher immer in den Spätschichten unterwegs und hat Jahrzehnte hat sie die Spätschichten geleitet und hat immer diese Freitag, Samstag, Sonntag, diese Hammerschichten immer gemacht gehabt und auch unter der Woche. Und das macht heute meine Frau, während ich die Tätigkeit meines Vaters übernehme. Ich habe war noch nie positiv von einem Urlaubsort überrascht. Mahlzeit. Kartoffelsalat oder was? Auch nicht schlecht. Oh, wie komme ich nicht? Schildburger zum Mitnehmen? Geht Rot-Weiß bei dir drauf, mein Lieber? Ja. Curry, ne? Ja.
ist das für ein Burger, Maren? Das ist ein Bruce Bacon Burger, aber er wollte extra Käse. So sieht's aus. Was machst du drauf? Sag mir mal, du willst mir noch nicht jetzt Du aus? warst Schauspielerin. Nee, du bist der größte Schauspieler. Ich hab dir schon mal gesagt, das ist dein Viva Costa. Das ist euer Höhepunkt in euer Leben, mein Lieber. Was ist das für eine Currysoße? Die ist nicht für dich, mein Lieber. So, Maren, hast du Senf nicht vergessen bei der Frikadelle? Nein, weil er keinen Senf haben möchte. Also brauchen wir auch keinen Senf. Hast du nicht die scharfe Soße vergessen bei der Wurst? Nee, wollte er auch nicht. Weißt du was, David? Klugscheißer braucht die Welt nicht. Meinst du? Ja, sonst hätte er mir das doch erzählt, was er haben möchte, oder? Ist das nicht der alte Opa? Ja, aber Mit der Fritz Cola Zero? vielleicht möchte er jeden Tag was anderes essen. Wenn er das gehabt haben hätte möchten, dann hätte er mir das ja erzählt. Aber er wollte das ja nicht. und der hier? Cheeseburger? Das ist Cheeseburger. Hähnchenschnitzel Pommes. Was? Hähnchenschnitzel und Pommes. Morgen mit der Chefin. Und ist die Soße scharf? Die Soße ist nicht scharf, die dahinter ist scharf. Ah, Das ist normaler reiner Curryketchup. Schnitzel? Die Schnitzel, ja. Unser Mitarbeiter des Monats, ne? David, ja? Bezahlt wird er sich ja immer, der Mitarbeiter des Monats. Vielen lieben Dank. Schönen Tag noch. Dir auch. Ciao. Normale Curry mit Pommes. Curry, Ketchup und Pommes, ja. Ciao, bis dann. Ich habe gesagt, Ich 5 gebe dir 100 Euro, wenn du den in 5 Minuten umdrehst. Ja, kriege ich. Okay, und wenn du den nicht in 5 Minuten machst, wenn der roh ist, was machst du? Der ist nicht hoch. Ja, wie der ist? Ich habe gesagt 5 bis 8, dann nehmen wir 10, aber das ist das Wie Mindeste. nehmen wir 10 dann? Von 5 bis 8 geht sie auf 10, siehst Ja, du das? 5 bis 8. 5 bis Komm, 8. auf Uni. Komm. Komm doch, du sagtest 5 Minuten. Wie soll ein Geisburger in 5 Minuten fertig sein? Ja, ich schaff das. Das ist so ein fettes Fleisch. So. Fettes Fett. Ja. Und du sagst 30 Minuten. Ja, der braucht so 15, 17 Minuten
Ja, was Stimmt. denn nun? 30 Minuten oder 15 oder 17 Minuten? Ja, mach den so rauf, dann dauert der 25 Minuten safe. Wenn du den nochmal Nee, links nee, reinhaust. so zählt nicht. Ja, darf man nicht. Ja, dann dauert er ein bisschen länger halt. Aber 5 Minuten niemals. Niemals. Ich habe gestern 3 Stück gemacht, innerhalb von 10 Minuten. Ja, okay. Wir können gucken, was sind. Na ja. Ins Handy. Seid ihr zum ersten Mal hier? Nein. Nee, nein. Seit Jahrzehnten. Jahrzehnten. Dann Aber habt ich ihr, glaube zum ersten Mal nüchtern. dann könnt ihr mir gerne was in die Kamera sagen. Was bestellt ihr meistens? Die Riesencurrywurst. Die ist aber zu klein. Ja, ja, hab ich schon gehört. Ja. Ich wünsche mir eine größere Riesencurrywurst. Und der Burger, Geist, wer ist der? Einmal Aber zu zweit schafft ihr, oder? Eine Riesencurrywurst? Susi und Strolch? Ja, schaffen wir. Schafft ihr. Der Laden ist ja selbst von 86. Ja. Ja. 34 Jahre bin ich schon hier. 34 Jahre? Ja. Der Juniorchef, mit dem du dich unterhalten hast, den habe ich als Kind in der Badewanne gehabt. Mit meiner Tochter. Ah, okay. Patrick, hä? Ja, Ja. mit meiner Tochter zusammen. Ja? Ja, die ist genauso alt wie er. Okay. Hat sich die Karte verändert in 34 Jahren? Ja, nee, die Karte, ja. So ein bisschen vegetarisch ist dazu gekommen. Vegetarisch ist es dann zu Und die Currywurst ein bisschen kleiner. Und nee, ich auch nicht. Du kriegst deine Currywurst. Aber die Hähnchen sind leider weg. Die Hähnchen sind weg. Weil das will keiner mehr bezahlen. Kann schön, aber will nicht weg. So Grillhähnchen hattet ihr? Ja. Lecker. Wir hatten noch da Ich den esse Grill das stehen. So, auf die Pommes. Was soll da drauf? Gerne meine. Und auch gerne in der Glas einen kleinen Flex von der scharfen Currywurst. Nein, jetzt nicht. Er will noch eine scharfe Wurst als Nachtisch, Ich hat lasse er ja gleich gesagt. drauf. Ja, aber die habe ich schon reingeschmissen. Und wenn ich die Currysoße esse, pass auf, dass er keinen Hass abkriegt. Ja gut. Das ist aber keine Currysoße. Das ist meine selbstgemachte Scharfe. Das ist eine vegane. Ja, Geheimrezept. Ja. Ja, aber hallo. Ja, ja. Vielen Dank. Aber überhaupt keine Hallo. Und die Pommes. Dann sind wir bei 26. Da drin? Ja, noch dürft ihr. Ist das jetzt diese scharfe? Das ist die scharfe, ja. Ja. Und wenn es nicht geht, dann wird gekippt. Ne? Dafür sind wir hier schon faul. Wunderbar. Ja, sehr gut. So, was haben wir bestellt? Pommes haben wir. Habt ihr Bier in der Dose? Jetzt bin ich beleidigt. Ne? Ja, Flaschen finde ich draußen genug. Ja, was soll ich sagen? Ja, Ja, passiert. kommt raus. Ja, ja, nach. Ja, aber jetzt mal zum Ernst. Habt ihr Holz? Edel? Hä? Ja. Gibst du mir eine? Bist du so lieb zu mir und gibst mir eine Flasche Holznedel? Ich bin auch ganz sensibel.
Wenn ich könnte, würde ich jetzt ein Küsschen geben. Hier. Das lässt du lieber. Eigentlich hätte ich gewollt, ne, aber trotzdem irgendwie nicht. Das wollte ich ja nicht. Ja, aber ich krieg lieber auf die Fresse, anstatt zu sagen, ich hab's nicht probiert. Scheiße, die sind nass geworden. Die Sonnenbrillen einpacken. Der Regen ist noch warm, da muss ich mal Sonnenbrille So, Passfoto. Zack. Oh, ja. Ja, wunderbar, wunderbar. Einmal Daumen. Ja. Jo. Was? Ja. Ja, die sehen. Ja. Wenn ich irgendwo ran will, das sag ich dir. Ja. Doch, das kann ich weiß nicht. Ich bin bei dreimal schon ausgelaufen heute. Was, das kriegt man ja auch gar nicht, damit das dann auf einmal eine... Ja, mitgearbeitet, oder? So wie bei uns. Zusammen oder getrennt? 97. Das ist gar nicht so viel. Für jeden Stängel ein bisschen Mayo. Nein, du gehst dann nicht im Imbiss essen, um auf die Figur zu achten. Aber natürlich, immer. Klar. Erste leicht aufpassen, ne?